Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute sprechen wir mal über wichtige und unwichtige Versicherungen in der Schweiz. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert kostenlos unseren Kanal und schaut mal auf auswandernschweiz.ch vorbei. Dort findet ihr alles zum Thema Auswandern und ihr könnt natürlich eine kostenlose Beratung zum Thema Versicherungen bekommen über unsere Seite und euch genau informieren. Zum Thema Krankenkasse oder was auch immer ihr wissen müsst. Ihr findet alles da, schaut mal rein. Und heute gebe ich euch mal ein paar meiner persönlichen Erfahrungen, wie ich das so sehe. Ich bin kein Versicherungsvertreter oder irgendwas, sondern einfach meine persönliche Meinung. Und ich hoffe, es gefällt euch und ihr könnt damit was anfangen. Wenn ihr außerdem Fragen habt, kommt in unsere Facebook-Gruppe Auswandern Schweiz, Deutschlands größte Community zu dem Thema. Auch da könnt ihr natürlich zum Thema Versicherungen alles fragen und die Community wird euch ganz ehrlich antworten. Denn vieles, was ich jetzt hier rausgesucht habe, sind auch Dinge aus der Community, wo die Leute sagen, hey, das braucht ihr nicht. Also wenn der Deutsche eines liebt, dann ist es ja überversichert zu sein. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe nicht so viele Versicherungen und es gibt Leute, die sind natürlich absolut überversichert. Und vieles auf dem Markt ist vielleicht nicht unbedingt notwendig. Aber das muss natürlich jeder selber für sich entscheiden. Und ich empfehle euch immer zu vergleichen, mehrere Meinungen einzuholen, bis ihr zufrieden seid und in aller Ruhe zu entscheiden. Da, wenn euch da ein Vertrag vorgelegt wird und gleich hier unterschreiben, also macht sowas nicht, nehmt eine Offerte mit, guckt die euch in Ruhe an und da darf kein Druck sein, dass ihr da irgendwas unterschreiben müsst. Das erstmal vorweg. Kommen wir mal zu den Pflichtversicherungen in der Schweiz und da ist zuallererst einmal die Krankenkasse, die Grundversicherung der Krankenkasse, die muss jeder haben. Da gibt es ganz viele Anbieter und die ist jetzt natürlich ein bisschen teurer geworden, aber schaut da mal in Ruhe, was euch da interessiert. Auch dazu habe ich ein umfangreiches Video gemacht, was ich euch oben verlinken werde. Und da könnt ihr euch ganz in Ruhe über die Krankenkasse informieren. Dann kommt die Unfallversicherung und da gilt, wenn du jetzt keinen festen Arbeitsvertrag hast und nicht mindestens 8 Stunden pro Woche bei einem Arbeitgeber arbeitest, dann musst du dich natürlich selbst unfallversichern. Wenn ihr ein Auto habt, dann braucht ihr auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung, die ist Pflicht. Eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung, das ist nicht unbedingt Pflicht und je nach Automodell braucht man vielleicht auch keine Vollkaskoversicherung. Ich hatte das damals bei meinem Auto, weil ich einen Jahreswagen gekauft hatte, den ich jetzt mittlerweile verschenkt habe und sehr froh bin, dass ich kein Auto mehr habe. Aber ja, wenn ihr Autos mögt und so, dann ist das natürlich für euch ein anderes Thema. Bei mir ist das nicht so relevant. Dann kommen wir zu dem Thema Hund. Und wenn ihr ein Haustier habt, quasi einen Hund, dann braucht ihr eine Hundehaftpflichtversicherung. Und da gibt es auch eine Deckungshöhe. Je nach Kanton ist die unterschiedlich. Da müsst ihr euch mal informieren, in welchen Kanton ihr dann zieht. Aber diese Versicherung müsst ihr dann abschließen. Also braucht ihr, wenn ihr einen Hund habt, eine Hundehaftpflichtversicherung. Dann kommen wir zu dem Thema Immobilien, weil manche von euch wollen gerne ein Haus hier in der Schweiz haben. Und wenn ihr euch das leisten könnt, weil die sind sehr teuer, dann müsst ihr natürlich eine Versicherung abschließen für eure Immobilie. Und im Gegensatz zu Deutschland ist hier eine Gebäudeversicherung Pflicht und da gibt es einen Unterschied zwischen den Kantonen. Also es gibt 19 Kantone in der Schweiz, da gibt es eine Art Monopolversicherung. Also jeder Kanton hat dann eine Versicherung, die hält ein Monopol auf diese Gebäudeversicherung. Und dann gibt es die sogenannten Gustavo-Kantone. Das sind 7 Kantone. Da ist es nicht so, dass es eine Monopolversicherung gibt. Und diese Kantone sind Genf, Uri, Schwyz, das Tessin, Appenzell Innerrhoden, Wallis und Obwalden. Und jetzt kommen wir mal zu den wichtigsten Versicherungen, also die ich zum Beispiel auch habe, und das ist eine Privathaftpflichtversicherung. Und das ist wirklich in meinem Sinne die allerwichtigste Versicherung. Das hast du auch in vielen Büchern über Vermögensaufbau und so weiter, ist das empfohlen, weil sie hat ganz klar eine Funktion und das ist der Schutz deines Vermögens. Es gibt keine bessere Versicherung, die so viel deines Vermögens absichert. Das kannst ja in Millionen Verträge eine Privathaftpflichtversicherung abschließen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt hier super viel gespart in der Schweiz über die Jahre und genießt euer sechsstelliges Depot oder siebenstellig, feiert eure Millionen und jetzt baut ihr einmal Mist und ihr habt einen richtig blöden Unfall oder so, Gott bewahre.
Aber das kann natürlich passieren und derjenige zieht euch vor Gericht. Das wird dann sehr, sehr teuer und das kann in die Millionen gehen. Und wenn ihr keine Privathaftpflichtversicherung habt, dann ist eure gesamte Existenz aufgebraucht. Also da habt ihr dann nichts mehr an Vermögen. Deswegen unbedingt das, wenn ihr eine Versicherung habt, dann unbedingt diese Versicherung. Dann haben manche von euch vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung in Deutschland abgeschlossen. Damals hatte ich auch eine, habe ich dann gekündigt, weil einfach der Betrag und die Kosten für diese Versicherung extrem hoch waren. Und der Betrag, der am Ende rauskam, der hätte mir nicht viel gebracht und in den meisten Fällen greift die auch nicht. Da kenne ich leider muss ich sagen, sehr viele Fälle, die eine Berufsunfähigkeitsversicherung hatten und haben wollten. Und ich kann euch tatsächlich sagen, ich kenne keinen einzigen Fall, wo die wirklich ausgezahlt wurde. Leider so. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Erfahrungen zu habt. Also ich kenne niemanden. Deswegen habe ich persönlich keine mehr. Und selbst wenn ich noch eine deutsche hätte und ich hätte ein paar Euro mehr, würden sie im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten in der Schweiz vielleicht, ja, würden einfach nicht viel ausmachen. Dann kommen wir mal zu der Thematik Risiko-Lebensversicherung. Das ist vor allen Dingen für Familien sehr wichtig. Sollte mit einem Elternteil etwas sein, kann es eben vorkommen, dass wenn ihr jetzt ein Haus finanziert habt oder so, durch die hohen Kosten ihr auch noch die Immobilie verliert, wenn ihr schon einen geliebten Menschen verloren habt. Und damit es nicht dazu kommt, gibt es eine Risiko-Lebensversicherung. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann lest gerne mehr über die Thematik. Viele Versicherungen sind eben nicht nötig und da sehr individuell zu betrachten. Und hier ist das die Hausratversicherung und wir haben eine relativ geringe Hausratsversicherung, weil ich bin Minimalist, also ich habe nicht viel und das, was ich habe, kann ich auch so ersetzen. Ich glaube, wir haben die ganze Wohnung mit 2000 Franken eingerichtet. Wir kaufen eben vieles gebraucht oder aus Brockenhäusern eben oder bei Tutti CH zum Beispiel. Also wir haben einfach nicht so viel, deswegen ist unsere Hausratsversicherung nicht super teuer oder ja, das also muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Dann kommen wir zum Thema Rechtsschutzversicherung. Das ist vielleicht noch eine Sache, wenn ihr, vor allen Dingen, wenn ihr selbstständig seid oder so, eine wichtige Thematik, die eben ja, Gerichtskosten drücken kann, übernehmen kann, weil das kann sehr, sehr teuer werden. Vor allen Dingen Rechtsstreit hier in der Schweiz kann sehr teuer werden. Und eine Rechtsschutzversicherung für Online-Recht zum Beispiel, falls ihr als Blogger unterwegs seid, YouTuber oder irgendwie Social-Media-mäßig. Das ist vielleicht noch was man machen könnte. Dann das Thema Zähne und Zahnzusatzversicherung. Viele von euch haben das, denke ich, in Deutschland und würden die dann gern mitnehmen. Da müsst ihr euch leider informieren bei dem Anbieter, ob das überhaupt möglich ist und ob ihr die dann in der Schweiz nutzen könnt, da eben die Kosten hier so hoch sind. Und eine Zahnzusatzversicherung in der Schweiz abzuschließen, je nach Bedarf, kann es sich lohnen oder eben nicht. Also es kann ja trotzdem sehr teuer werden, weil sie nicht alles übernehmen. Auf jeden Fall informiert euch da gut, wenn ihr nicht so gute Zähne habt und da regelmäßig Behandlung braucht, denn Zahn ist super teuer in der Schweiz. Richtig, richtig teuer. Von daher gut informieren, wenn ihr Probleme mit den Zähnen habt. Dazu kommen dann Zusatzversicherungen bei der Krankenkasse, Privat-, Halbprivatversicherungen, so etwas, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr krank seid, ein eigenes Zimmer bekommen könnt oder besseres Essen bekommen könnt und schaut da mal rein, ob euch das interessiert und ob ihr das gern möchtet. Ansonsten gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Zusatzversicherungen, die ihr machen könnt, wenn ihr auch auf alternative Heilmethoden zurückgreifen möchtet, zum Beispiel wie Osteopathie, Heilpraxis in jeglichen Fällen. Da könnt ihr euch informieren, gibt es viele Anbieter. Im Grunde würde ich euch aber immer empfehlen, vergleicht jedes Jahr neu, vergleicht auch die Krankenkassenanbieter jedes Jahr neu. Man kann das immer zum Ende des Jahres wechseln und geht in die Verhandlung mit den Versicherern. Das ist so mein absoluter Tipp, weil ich verhandle alles in meinem Leben, was ich irgendwie mache. Manchmal habe ich Erfolg, manchmal nicht, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Gerade bei Versicherungen gibt es immer einen Anbieter, der gibt euch das günstiger, aber es heißt ja nicht immer, dass es dann bessere Konditionen sind und ihr dann ja in Ernstfällen wirklich behandelt werdet oder das bekommt, was ihr möchtet. Das ist bei mir eigentlich so noch das Wichtige, dass wirklich natürlich die Leistung dann bezahlt wird. Ne? Vielleicht noch die Versicherungskosten von mir. Ich habe 340 Krankenkasse im Monat und dann im Jahr, glaube ich, privat, Haftpflichtversicherung und Hausrat sind 180 im Jahr. That's it. So. Ja, eine Rechtsschutzkost ist um die 10 Franken. Das war's. Also ich habe nicht sehr hohe Kosten, nicht sehr hohe laufende Kosten und darauf bin ich sehr stolz und sehr froh und ich lebe sehr gut damit. Ich lebe Jahrzehnte damit
Und von daher, es funktioniert. Also ein kleiner Ausflug in dieses Thema Versicherungen. Wenn ihr eine kostenlose Beratung möchtet dazu, dann schaut mal in die Infobox oder auf auswanderndschweiz.ch und da könnt ihr mit meinen Partnern in den Austausch gehen. Das Ganze ist kostenlos und ihr bekommt eine ganz gezielte Beratung für eure Situation. Das kann ich euch sehr empfehlen. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert kostenlos unseren Kanal, lasst ein Like da und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.